Ja, da ist das Video endlich draußen von Monster X mit Who Do You Love featuring French Montana. Ich hatte den Song ja schon in meiner Spotify Top 20, Weekly Top 20, wie heißt die eigentlich? Weekly Top 20. Weekly Top 20 Playlist, letzte Woche schon drin. Eine sehr, sehr geile Nummer. Dana ist die ganze Zeit drauf abgefahren ohne Ende. Ich wollte die ganze Zeit mal nochmal zurück. Ach, kannst du nochmal zurück machen? Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Nummer. Also wir kennen sie auch schon und diese Woche ist sie aber nicht mehr in der Playlist. So schnell geht das. Eine Woche lang und dann wird ausgetauscht. Mist. Ja, aber checkt auf jeden Fall auch mal meine Spotify Weekly Top 20 Playlist ab. Oh ja. Die Wie gesagt, da müsst ihr auch schnell sein, weil die wird ja wöchentlich ausgetauscht. Wirklich. Es sind schon fast 600 Follower auf der Playlist. 600? Fast, ja. Boah, krass. Vor allem, ich höre die auch immer durch, wenn du die neu gemacht hast. Und alle Songs, die mir richtig gut gefallen, muss ich mir dann selber abspeichern, bevor du die wieder änderst, weil sonst habe ich die Songs verloren. Ja, genau das. Ich habe auch letztens selber festgestellt, so, ja, was, wenn ich einen Song richtig gut fand, dann ist er ja weg. Ich erinnere mich dann auch nicht mehr dran. Ich muss sie dann immer ich habe ja auch noch eine andere Playlist, aber die ist geheim. Oder du machst dir so Screenshots von jeder Woche. Oh, stimmt. Wäre auch sinnvoll vielleicht, dass man weiß, was man in welcher Woche, aber dann müsste... Ja, aber die sind datiert. Na gut, okay, wir kommen zum Video. Gute Idee, aber ja. Oh, falscher Screen. So, jetzt. Gott, ich freue mich. Das Video habe ich auch noch nicht gesehen. Also einen Song finde ich schon gut. Das In the heat of the moment, then you're all alone and out of breath, skipping you gone. What do you see up in your head when your eyes are closing? Where do you wish you were instead? You got me hanging by a thread, yeah. Die Stimmen, ich möchte jetzt sagen zweistimmig. Also es sind zwei Stimmen zu hören, oder? Die sind nicht alleine. Ja. Hanging by a thread. Ja. Aber meinst du jetzt in verschiedenen Tonlagen oder meinst du einfach mehrere Stimmen zu hören? Ja, also mehrere Stimmen. Die eine ist höher. Instead, you got me hanging by a thread, yeah. Nicht? Nee, die singen unisono tatsächlich, ja. Oh. Und dann kommt hinterher aber noch wie so ein, kein Adlib, oder? So ein Hall nachgezogen, dass wir das nochmal wiederholen. Yeah. Ist sowieso drauf. Also wenn man ganz trockene Stimme haben würde, das würde immer ganz... Also ja, gibt's auch Songs. Aber da ist auf jeden Fall Reverb drauf, ja. Ich weiß nicht genau, was meinst du? Nach dem Yeah, oder was? Bei dem Instead, glaube ich. Your head when your eyes are Nach dem Head, so was das nur nachklingt, meinst und du? dann bei dem anderen when your auch. eyes are closing. Da. Where do you wish you were instead? You got Ja, aber es ist ein Delay eher, also Ja, so eine okay. kleine Verzögerung, die dann danach klingt. me hanging by a thread, yeah. Oh, tell me now, who's the one that takes you higher than you've ever been? Baby, I just gotta know the answer. Who's Ich glaube, das ist mein Lieblingsteil. Ja, Pre-Chorus. weil in the heat, wir hören ja hier schon so ein Pad reinspielen, also so ein flächiges Instrument. in the heat of the moment, then you're Ne, das hat so einen High-Cut drauf, also man hört so langsam, dann wird es wieder weggezogen, also die Höhen wieder rausgezogen. Wo ist der Mops? Ja, hinter dir. alone and out of breath. Und das spielt eben die Akkorde. What do you see up in your head when your eyes are closing? Where do you wish you were instead? You got me hanging by a thread, yeah. Und Oh, tell me now, Dann kommt noch zusätzlich so ein Pad, das so ein... oh, tell me now, who's the one that takes you? Hier kommen die Snaps hinzu, also das ist ein Rhythmuselement. man hört doch so ein Knistern am Anfang, ne? Die ganze Zeit. Ja. Ja, es ist sehr viel Rauschen drauf. Ja, damit das so ein bisschen warm, Rauschen. analog klingt. Knistern. Nee, ist, ja, also nicht ein Knistern, mehr ein Rauschen tatsächlich. Das ist von Anfang an, hört man das schon drauf. Then you're all alone in the moment. Then you're all alone. Ja. Es ist vielleicht so ein ganz leichtes Knistern. Also es soll schon so ein Schallplatten... Knisterndes Rauschen. Also mehr Rauschen als Knistern, aber es hat wirklich so einen Schallplatten- oder Bandrekorder-Charakter tatsächlich. Oder Bandspielmaschine. Abspielmaschine?
Ja, ich glaube, diese Stelle eben wegen dieser Melodie, ja, weil die sehr gut auf die Harmonie eingeht, also auf die Akkorde. Dann ist ja dieses andere Pad, was so relativ hoch dann noch spielt. Baby, I just gotta know the answer. Who's the one you think of night and day? Ain't no time to waste. I'm just Das Pad geht auch immer weiter auf, so ein bisschen. trying to say, who do you love? Is it him or me? 'Cause I can't take the pressure anymore. Das ist halt geil, weil das vom Rhythmus, das ist halt wieder dieses zwischen 100, 110 BPM Ding. Das ist wahrscheinlich so groovy. Also dieses, Groove wo ich mal meinte, dass 108 BPM irgendwie eine Studie gibt, dass das besonders groovy ist. Ich glaube aber, dass das hier ein bisschen langsamer ist, könnte ich auch theoretisch gleich mal nachschauen, als 108 BPM. Aber das ist genau dieses groovy-Ding. Vorher haben wir eben diese Harmonien, aber die setzen dann plötzlich aus und wir haben wirklich nur Rhythmus. Eigentlich. Just trying to say, Bis auf die Stimmen. Die hier, ja, dieses Who Do You Love allein ist bestimmt schon vierstimmig. who do you love? Und dann auch diese Doppelung, ne? Man hört ja einmal Who do you love? ganz leise im Hintergrund. Das gibt eigentlich so dieses harmonische Gefühl noch. Alles andere ist nur noch Bass und Kick, also ja, die Drums halt. Und das ist geil. Und die spielen genau diesen Groove, diesen Rhythmus. Mega fett halt. Und die setzen genau dazwischen ein. Is it him or me? 'Cause I can't take the pressure anymore. Who do you love? Girl, it's killing me. If you can't say that I'm the one for sure, then I'm walking out the door. Hey, I'ma need me a new thing. He didn't believe his cool thing. Show me the titty. Ne, also Sagt er, Kick. show me the titty. Man hat da erst die Kick, dann die Snare und dann ab dem French's Part kommen dann die Hi-Hat dazu und so Shaker-mäßig was. Ne, es baut sich so langsam auf, was da Percussion-mäßig losgeht. I'm walking out the door. Hey, I'ma need me a new thing. He didn't believe his cool thing. Show me the titty boy, 2 Chainz. Now the beef cooking like Golden Rams. We should be somewhere that's high and sand. Used to post up in New York. Ne, so eine Offbeat-Hi-Hat, die immer dazwischen spielt. Also Snare. Also man sieht die Hand gar nicht. Snare, Hi-Hat. Okay. Like Marcus Camp. My 2 Chainz fighting like Monica and Brand. Das Ding ist, ich kann es auch nicht genau hier zeigen, weil das Bild so ein bisschen verzögert ist nachher Sieht immer dann. dumm aus. Ja, und dann sieht es immer bescheuert aus. Now, is that too dark? Cool way. They're asking who you love like Cool J. 80s, baby, down in the middle like 80 and 1. That's my other lady. Them boys is next. Montana, Monster X. Is it him or me? 'Cause I can't take the pressure anymore. Who do you love? Der Shot war geil. Killing me. Auf dem Perserteppich? Nee, wo er so, Ach so, diese wo er Effekte. tanzt, ja, und diese Effekte. If you can't say that I'm the one for sure, then I'm walking out the door. Yeah. Who do you love? Said, who do you love? Auch richtig Michael-Vibes, ne? Also Michael Jackson-Vibes. Genau, heute habe ich das T-Shirt nicht an. Der hat Ich auch dieses Tempo quasi ja auch schon rauf und runter benutzt und bespielt. Das ist ja auch zum Beispiel The Weeknd mit I Can't Feel My Face. Ja? Das ist ja auch das Tempo und auch genau dieser Vibe, dieser Groove, dieses Four on the Floor. Also so wie hier. Das ist langsamer. Ich glaube, es ist sehr Ich ähnlich. empfinde das immer sehr langsam. Ich glaube, es ist sehr ähnlich im Tempo, aber das ist genau das Ding. Und hier aber eben diese Michael-Vibes mit diesen Adlibs, wie er da auch reingeht. Also absolut auch mein Ding. Ne? Said, who do you love? Auch von die dieser Power. Art, ja. Auch von der Art. Who do you love? Aber wieder Who Do You Love? Oh nein, ich hab's. Oh nein! Aber es ist voll cute. Ich finde es voll süß. Who do you love?
geht. Who's the one that takes you higher than you've ever been? Who's the one you think of night and day? Aber hier ist tatsächlich eine zweite Stimme, die höher ist. One that takes you higher than. Aber hier war das, glaube ich, nicht, wo du es gesagt hattest. Me hanging by a thread. Where is that? You got me hanging by a thread. Yeah. Weiß nicht, ob die höher oder tiefer ist. Das ist halt sehr leise gemischt, aber ich glaube eher tatsächlich nicht. Na, Gott. That you've ever been. Hier auch so ein Oh mein Gott, das hab ich nicht gehört. Who's the one that takes you higher than you've ever been? Who's the one you think of night and day? Sind die Ain't no weg? time to waste. Snaps. Ja. I'm just trying to say. Who do you love? Is it him or me? 'Cause I can't take the pressure anymore. Oh, der lag gar nicht. Der stand die ganze Der stand Zeit. die ganze Zeit. So ein Gauner, ey. Schöner Teppich, aber. Das ist echt schön. Der erinnert mich ein bisschen an den zu Hause. Ja, aber der ist grobmaschiger. Hier, der ist, also der sah zumindest grobmaschiger aus. Take the pressure anymore. Who do you love? 'Cause it's killing me. If you can't say that I'm the one for sure, then I'm walking out the door. Yeah. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Das ist nur bei dem einen Adlib hatte ich das Gefühl, dass er Love sagt. Und bei allen anderen klingt das wirklich wie Love. Also, Ja, also so bei dem Song ist es mir noch gar nicht aufgefallen. Nee, da ist Jetzt es auch eher, nicht. weil man vielleicht die Lippen sieht. ja, bei dem einen Adlib, da hat Ja. man gesehen, dass er so am macht, aber. Cute. Oh, Bibi. Es ist echt komisch, dass man das süß findet, aber es ist echt süß, dass sie halt. Das ist wirklich cute. Ja, es ist wirklich cute, dass sie Love sagt. Aber halt, weil es. Aber noch cuter, weil man es sieht. Ja, aber nicht. Also, es ist ja kein Aussprachefehler vom Englischen her. Also schon, aber weil die im Koreanischen, wie wir ja gelernt haben, das V nicht als V aussprechen, sondern als B. Ja. Ne? Ja. Oder weil sie es nicht haben. Oder nicht haben. Die haben das nicht. Oh. Also so habe ich das verstanden in den Kommentaren. Oh, okay. Ja. Auf jeden Fall cute, so oder so. Ja, aber bei dem Chorus, da ist es nicht. Da singen die schon Love, Love, Love. Da hört man das ja ganz klar. Da ist es super. Also, na, ist ja wurscht. So, geil. Schöne Nummer. Wie gesagt, ich hatte die auch echt in meiner Spotify Weekly Top 20 drin, weil ich die Nummer auch so geil fand schon. Jetzt nochmal analysiert, ist immer noch geil. Ist immer noch geil. Also es ist halt wirklich dieses das ist halt so ein klassisches Groove-Ding, das funktioniert. Das ist halt geil. Also ich kann das hier auch nochmal Beat BPM-technisch analysieren, wenn mich das mein Rechner In the heat of the moment, and you're all alone, and Ne? ain't no time to waste. I'm just trying to say, who do you love? Is it him or me? 'Cause I can't take the pressure anymore. Who do you love? 'Cause it's killing me. If you can't say that I'm the one for sure, Ja. then I'm walking out the door. Wie du wusstest, dass es ein bisschen langsamer als 108 ist. Ja. Das, wenn man viel Musik hört und produziert. Wow. Es wäre sogar noch besser gewesen, wenn ich es auf den Punkt gehabt hätte, aber deswegen habe ich das Raten auch gelassen. Ja, sind 102 vermeintlich, wenn ich das jetzt gut angetippt habe. Das Anschlagen ist hier auf die vollen C-Zeiten, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann hat man hier sein Tempo
Wobei der hier Nearest Hole sagt, also es müsste dann tatsächlich der hier sein. Hier ist natürlich ein Messfehler mit einberechnet und das wird hier dann ausgebügelt, ne, weil ich ja nicht perfekt auf den Beat hier antippen kann. Die Seite kann ich euch empfehlen, falls ihr online sowas braucht. Es gibt aber auch Apps für und so weiter. Ich habe das irgendwie hier nur seit Jahren etabliert, Standard bei mir oben drin, wie ihr sehen könnt. 102 BPM. Relativ, deswegen hat es auch so ein bisschen, also für mich, wenn ich sowas höre, weiß ich genau, ich fühle das halt, dass es so ein bisschen nachzieht, also dass es so ein bisschen langsamer ist, deswegen, ja. Aber das ist so genau dieses Ding zwischen 100 und 110, kann man sagen, da ist so eine Spanne, da kann man immer spielen. Ich finde das schon immer mutig, wenn man schon unter 105 geht. Yeah? Ja, Okay. weil ich finde, das ist schon, man merkt, das ist grenzwertig zu diesem Groove-Ding. Auch wenn es nur ein paar wenige Schläge sind, also von der Zahl her ist vielleicht wenig von 105 auf 102 oder von 105 auf 108 BPM, aber im Gesamten vom Feeling her macht das viel aus. Krass. Ja, darf man nicht unterschätzen. Und man hatte eben da so eine goldene Zahl, diese 108 mal gesetzt. Ich habe das ein paar Mal schon gelesen, habe da auch schon ein paar Sachen mal produziert in die Richtung. Das funktioniert tatsächlich, das ist ein guter Groove. Ja, und hier geht er aber voll noch klar. Also. Hey, I'ma need me a new thing. Aber du merkst, dass er so ein bisschen nachzieht. Und dieses Nachziehen, dieses Groove-Gefühl kommt eben genau wegen der BPM-Zahl. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, dann lasst mir ein Abo da. Und Glöckchen an für den Ehrenmann. Glöckchen an. Für den Ehrenmann. Ehrenmann. Ja, heute ist mein Reimtag, ich merke schon. So, ich hoffe, ihr habt ansonsten einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe das völlig vergessen zu sagen. Good morning, good morning. Und einen restlichen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video natürlich guckt. Und bis zum nächsten Video. Alles andere ist unten in der Beschreibung verlinkt und verheiratet. Tschüss.